À la carte et au programme du jour, guck mal, was ich für euch habe. Eine Gemüsequiche mit mediterranem Flair. Das ist mit Shiitake-Champignon, was sehr gesund ist. Ich zeige euch jetzt sofort, wie das geht. On y va? Dafür brauchst du Shiitake-Champignons, Erbsen. Du brauchst auch Käse, Mozzarella-Käse und Emmentaler-Käse. Dafür brauchst du auch 4 Eier und Tomatencherry. Auch brauchst du dafür Olivenöl, Salz, also eine Prise Salz, Pfeffer. Brauchst du auch Kreuzkümmel, so ungefähr einen Teelöffel und auch einen Teelöffel vom Kurkuma. Auch brauchen wir Senf. So, jetzt schneiden wir die Shiitake-Champignons. Das machen wir ungefähr 2-3 Minuten. Danach können wir dann die Erbsen dann auch reintun. Wir können währenddessen auch die Tomaten vorbereiten und dann hier also durch 2 abschneiden. Jetzt können wir gerne die Tomaten in der Pfanne reintun. Wir machen eine Prise Salz, ganz bisschen, ein bisschen Pfeffer, ganz bisschen Thymian und natürlich Kurkuma auch, ein bisschen. Das ist sozusagen mein orientalischer Touch. Wir lassen das noch ein bisschen und währenddessen bereiten wir die Eier vor. Prise Salz, ganz bisschen, ein bisschen Pfeffer auch und etwas Kreuzkümmel, mehr nicht. Und dann schön jetzt verrühren. Ein kleiner Tipp für euch oder eine Empfehlung, bevor ihr den Birbeteig vorbereitet, lieber den Ofen vorheizen und zwar bei 180 Grad. Jetzt hast du den Teig in der Backform. Also in der Form machst du den Teig hier so rein. Ohne Butter kannst du auch mitmachen, kannst du das fertigen. Wenn du möchtest, kannst du auch vegan Butter, kannst du es gerne machen. Ich mache das ohne. Mit dem Gabel werde ich das hier pixen. So ein bisschen überall und das spielt sozusagen eine gute Rolle. Dann wird hier knusprig, aber das klebt allerdings nicht. So ein bisschen überall gerne hier so. Was ich auch gerne mache, dann nehme ich auch ein bisschen von dem Senf, ganz bisschen, und mache ich das hier rein. Aber am besten benutzen wir mal einen Löffel, wie ihr jetzt gerade merkt, ist ja natürlich einfacher. Und dann können wir hier zum Beispiel hier das abschmieren, hier in der Ecke sozusagen, so hier in der Runde, in der Kurve. Genau so. Und mit dem werde ich das hier mit dem Eier, hier, einen Löffel, in dem Schüssel hier, dann malen sozusagen hier die Kurve. So, jetzt nehmen wir unsere Gemüse. So sieht es gut aus. Und jetzt geht's mit den Eiern. Tue ich die rein. Jetzt haben wir fast alles. Allerdings brauchen wir Mozzarella-Käse.
Also wie ich das jetzt gerade mache, ist für mich perfekt. Nehme ich jetzt die Quiche und die bringe ich jetzt im Ofen. Los geht's. On y va? Ober- und Unterhitze. La quiche dans le four. Maintenant, la quiche est dans le four. In guten Deutsch, die Quiche ist jetzt im Ofen. Für ungefähr 20 Minuten. Ab 20 Minuten werden wir nachkontrollieren, ob die schon bereit ist. Das kann passieren. Und zwar nehmen wir eine Gabel und werden wir pieksen und gucken, wie die fest ist. Wenn es schon fest ist, dann ist schon bereit. Und einen kleinen Geheimtipp von mir, den Rest von Käse, und zwar hier Mozzarella-Käse und Emmentaler-Käse, das kann man auch draufsetzen. Das mache ich nach 20 Minuten. Das gibt so noch einen Charme, so einen Flair. Ich bin gespannt. Oh mon Dieu. Trop bon. Sehr lecker. Und säftig. Dank dieser Tomatencherry. Ein Délice. Also bitte, probier mal das. Das ist so lecker. Ich will noch weiter. Und noch dazu mit diesem Kümmel, also mit dieser Kreuzkümmel und dieser Kurkuma, das gibt diese orientalischen Touch, wie gesagt. Und das ist genau das Geheimnis eigentlich hier. So, das war's für mich und ich hoffe, das wird auch bei euch sehr lecker sein. À bientôt!